In Pinzgau erwarten mich zuallererst herausfordernde Bedingungen. Im beschaulichen Piesendorf zählt das Unternehmen Senoplast 500 Mitarbeiterinnen. Hier dreht sich alles um Spezialfolien und sogenannte Mehrschichtverbundplatten. Was die mit unserem Alltag zu tun haben, will ich nun herausfinden. Herr Klepsch, ich habe Sie schon gesucht. Hallo, Herr und Jäger. sehr viel gesehen. Was passiert zum Beispiel in dieser Halle hier? Sie sehen hier die Fertigung von kratzfest beschichteten Möbelfolien, wo also unter Reinraumbedingungen der Lack aufgebracht wird und damit extrem hochwertige Oberflächen erzielt werden. Können Sie das Grundprinzip Ihrer Expertise, das mit den Schichten oder so, können Sie das mal erklären kurz? Na, es geht eigentlich um die Kombination mehrerer Polymere. Die werden also in 5 Lagen übereinander gelegt. Und für die Qualität ist das Wichtige natürlich, dass man die möglichst gleichförmig verteilt über die Breite. Im Tiefziehverfahren wird hier die Qualität geprüft. Die Kunststoffe Made in Pinzgau finde ich also an Möbeln und Kühlschränken. Und wo noch? Herr Klepsch, man munkelt, dass man im Alltag überall von Ihren Kunststoffen umgeben ist. Ist das wahr? Wir sind Hersteller von Halbfertigprodukten. Das bedingt, dass man also unsere Namen nicht irgendwo leicht findet. Aber tatsächlich kommen sie in verschiedensten Anwendungen mit unseren Produkten in Berührung. Das können automotive Teile sein, können Dachboxen sein, Möbeloberflächen. Das geht also bis hin auch zu Sanitäranwendungen. Und dieses Produkt ist so gut, die Expertise ist so hoch, dass das auf der ganzen Welt reißenden Absatz findet. Das ist richtig. Nicht? Damit sind wir in Europa erfolgreich, auch in Nordamerika und in Asien. Wir können also unseren internationalen Kunden auf allen 3 Erdteilen eine gleichbleibend hohe und konstante Qualität bieten. Was ist neben diesem technischen Prozess das Geheimnis des Erfolgs von Senoplast? Technik alleine funktioniert nicht. Dafür braucht man also die geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch intern ausbilden, also in der Produktion. Der Nachwuchs, der Führungsnachwuchs kommt großteils überwiegend aus der Lehre, hat hier begonnen und entwickelt sich dann und wächst mit der Firma mit. 750 Mitarbeiterinnen produzieren weltweit die begehrten Folien und Platten. Und die müssen vor allem eins können: viel aushalten. Servus, Lois. Servus, Andreas. Was machst du denn da für schöne Versuche? Das ist jetzt ein Zugversuch, unsere Zugprüfmaschine. Und das für einen Probekörper dazu. Die haben eine genormte Geometrie. Die werden rausgefräst aus unseren Platten. Da wird die Probe eingespannt. Der ist fest und der obere Backen, der kann nach oben fahren. Und hier ist eine Kraftmessdose drauf, die misst die Kraft, die es benötigt, um diesen Probekörper zu brechen. Die Maschine fängt jetzt an, nach oben zu ziehen. Unten haben wir jetzt so eine 17, 18 mm Dehnung. Was wird die aushalten? Circa 50 bis 60% Bruchdehnung. Okay, jetzt sind wir schon bei 57, 58. Genau. Und jetzt ist der Probekörper gebrochen. Und wichtig ist auch, dass wir uns nicht nur auf einen Probekörper konzentrieren, sondern immer mehrere machen und daraus den Mittelwert ziehen. 1956 wurde Senoplast von Vater Wilhelm Klepsch gegründet. Über die Jahre entwickelte sich das Unternehmen mit Standorten in China und Mexiko vom einfachen Produktionsbetrieb zum Global Player. Ist Ihre Firma ohne Export denkbar? Österreich hat einen sehr kleinen Anteil von unserem Gesamtumsatz. Das wird so ungefähr bei 5% liegen. Der Hauptanteil ist natürlich schon innerhalb der EU. Nicht? Aber wir haben natürlich auch fernere Märkte wie Südafrika oder Indien oder Neuseeland, Australien, die wir von hier aus beliefern. Jetzt sind Sie ja eine Exportfirma, die vom Export lebt und sehr viel exportiert. Wie sehen Sie da die Zukunft? Wie entwickelt sich das weiter? Wie sehen Sie die nächsten Jahre? Die nächsten Jahre werden für uns bedeuten weiterer Ausbau unserer Internationalisierung. Das heißt, in China haben wir gerade begonnen. Da sehen wir ein starkes Wachstum über die nächsten Jahre. Auch in Nordamerika sehen wir Wachstum. Aber auch hier haben wir gerade eine neue Anlage investiert, die in den nächsten Monaten dann aufgestellt wird. Also eigentlich eine sehr positive Entwicklung. Herzlichen Dank, Herr Klepsch. Danke dafür, dass ich mal den Pinzgau von einer anderen Seite erleben durfte. Sehr gerne.